Das 200 Kilometer Brevet rund um die Schlei. Mit viel Regen und viel Gegenwind. Aber es hat irre Spaß gemacht. So, jetzt kommt er. Sturm von vorn und Kuss. Und ihm hat es einer erwischt hier. Hat einmal Deutsch gemacht. Jetzt musste hier den scheiß Wetter im Reifen fliegen. Audax Randonneurs Alemannia, das 200 Kilometer Brevet rund um die Schlei im Herzen Schleswig-Holsteins. Gruppe fahren. Bei Wind und Wetter auf den Aschberg. Komm mit. Sei dabei. Faszination Brevet fahren. Das ist Audax. Oben in Schleswig-Holstein, von Kiel aus geht's einmal um die Schlei und zurück. Start ist in Schönkirchen. Es geht dann einmal um die Innenförde herum, über den Nordostseekanal der Hochbrücke, Gettorf, Eckernförde. Erster Checkpoint ist dann Resebü. Und weiter geht's hoch nach Kappeln. Einmal ans Ende der Schlei oder Start der Schlei. Und dann viel Gegenwind runter nach Schleswig. Einmal hoch auf den Aschberg, ein super Aussichtspunkt. Und dann um den Wittensee herum, Westensee herum, über den Kanal. Und wieder zurück nach Kiel, Schönkirchen. Du hast 2 Minuten. Ich kann 2 Minuten finden. Welches Foto müssen wir machen? Und ein Dude habe ich gesehen. Ja, hier, ne? Hamburg reicht mir das Fahrrad. Ist das ein iPhone? Wer hat ein iPhone? Ich! Komm bitte mal her und sag ihm, wie er den Standortträger reinstellt. Ich glaube doch nicht, dass er die Strategie gibt. Ja, hast du den Standort? Ja. Alles guckt, wie man diese digitale Brevetkarte bedient. Also für viele ist das erste Mal. Ja, das ist doch nicht wahr, ne? Ich darf nicht fahren. Wir sollen alle zusammen fahren. Okay. Foto hochladen. Auf dem Kopf, naja. Claudia, hast du noch ausgedruckte Karten? Liegen drinne. Oder hast du die mitgenommen? Ja, du müsstest eigentlich vielleicht erscheinen. Du müsstest eigentlich ein Bild machen, wo nicht nur du drauf bist, sondern wo irgendwo nachweisbar bist, dass du hier in der Gruppe fährst. Habt ihr die denn? Die sollen sie nachher kriegen. Ja, hier steht es. Alter. Nee, da waren doch nicht. Habt ihr denn die vielleicht weggeschrieben? Audax 200 in Schleswig-Holstein. Knapp 120 Teilnehmer sind gemeldet. Ah ja, die zweite Gruppe geht los, der gleich zu. Ja, Wetter ist ziemlich scheiße heute. Immer wieder Regen, deswegen fahre ich mit Gummihandschuhen. Alles eingepackt, inklusive der Füße, zweimal in Tüte reingesteckt. Ja, und nachher, es geht nach Kappeln. Da haben wir ein bisschen Wind von hinten, bloß ist jetzt kaum Wind. Und nachher dreht er auf. Und dann haben wir ihn schräg von vorn, sodass auch mit der Windschattenfahrt das nicht so gut laufen wird.
Und aber 55 Stundenkilometer von vorne dann. Das dürfte bestimmt so 90 Kilometer lange Strecke sein dann. Ja, Siebenbufort entspricht das. Aber dass alle gut durchkommen, keiner einen Platten, keiner einen Unfall bekommt. Und so geht's erstmal aus Schönkirchen raus, Richtung Innförde, ganz ans Ende, um dann einmal über die Klappbrücke in Kiel zu radeln. Geht langsam aus Kiel raus, dann über den Kanal. Beim Start war es zum Glück trocken, also wir konnten uns das Briefing im Trockenen anhören. Aber es wird sich bald ändern und es wird also richtig desaströses Wetter geben. Also als Radfahrer wünscht man sich alles andere, aber nicht das, was wir heute erleben werden. Also richtig heftigen Wind, eine lange Strecke, die wir gegen anfahren müssen. Es kommt immer wieder zu richtig fetten Schauern. Ja, man sieht auch schon, Straßen sind alle nass, also es regnete die ganzen Tage schon immer wieder und auch relativ viel. Und alle haben sich richtig schön eingemummelt, so gut es eben ging. Das hier der Germania-Hafen. Die alten Traditionsbooten oder Traditionssegelschiffen vielmehr. Und dann geht es über die Hörn, hier die Klappbrücke an der Hörn, das Ende der Kieler Förde. Ja, die liegen auch im Winter hier, zumindest teilweise. Und das ist jetzt die Klappbrücke. Ja, das Herzstück von Kiel, würde ich sagen. Hier. Ein schöner Spot in Kiel. Wenn man Kiel einmal besucht, dann sollte man hier einmal sein. Direkt am Bahnhof, am Fuße der Hörn ganz unten. Und da hat mich doch eben der Kollege da erkannt, dass ich mal zu Gast bei Enjoy Your Bike war. Und erkannt hat er mich natürlich nur anhand des Rades und meiner Regenhose, die ich hier als, das ist ja eine alte Kinderhose von meinen Kindern, die ich umfunktioniert habe als Tragetasche hier oder Unterrahmentasche. Das hat er sich angeguckt, gemerkt und nach 4 Jahren wiedererkannt. Ja. Schlicht mit dem Helm. Jetzt, wo du schon an der Tasche warst, das ist ja der Pick von Dan gewesen im Podcast Nummer 15, glaube ich, die selbstgebaute Regenhosentasche. Geht jetzt Richtung Hochbrücke vom Kanal. Oh, Schirm. Scheiße, scheiße. Ich hoffe, da ist nichts reingerollt. Einmal eine Bierflasche offen, ja. Also an einem schönen Morgen, einem Samstag mit 10 Grad Temperatur. Ach so, Stadt ist echt schrecklich, ne? Man kommt nicht vorwärts. Ja, Santorica da vorne. Und es fängt wieder an zu regnen, zum Glück nur leicht. Aber ich hoffe, die ganzen Tüten, in die ich eingerollt bin, dass das nicht trocken hält, sondern es viele, viele Kilometer erstmal. Ja, und der ist eisenhart hier. Eisenhart, fährt kurze Hose, seine Socken werden nachher schwimmen, seine Schuhe wahrscheinlich auch. Mal gucken, ob ich ihn später nochmal wiederfinde und fragen kann, ob er friert. Ich werde ihn aber nicht wiedersehen. Bin mir auch nicht sicher, ob er wirklich zu uns gehört hat. Also er fiel mir vorher nicht auf. Aber er fuhr eine Weile mit uns mit. So, geht noch mal ein letztes Mal an der Kieler Förde vorbei. Das ist der Landtag von Schleswig-Holstein. Und hier die wunderbare Förde. Östernbrook haben wir hier den Stadtteil. Die Innförde. Und was man immer mal wieder so schlurren hört, so schlurfen hört, das sind meine Bremsen. Da ist immer bei solchem Wetter, kriege ich da irgendwie Dreck rein mit Sand dann wohl.
Dann schlurft das ewig, bis das mal wieder aufhört. Ja, eine sehr beliebte Laufstrecke. Kann man nicht fern beobachten. Hier ist eigentlich immer was los. Da draußen ist gerade die Stena. Ja, und der Tierwildhafen. Und dahinter ist auch der Kanal. Also erstmal Kontrolle wegen der Scherben, durch die wir alle durch mussten. Dann gucke ich lieber, wenn wir einmal stehen kurz und kontrolliere, ob da vielleicht irgendein Splitter anfängt sich durchzubohren. Das Ganze dann nochmal. Also ich habe mich richtig schön dick eingepackt. Man sah gar gerade diese weißen Tüten über die Schuhe. Hatte ich dann mit Gummibändern fixiert. Darunter über die Socken hatte ich auch noch Tüten an. Also 2 Tüten, damit die Füße möglichst trocken bleiben. Denn aus dem Wandern eine Regenhose und diese rote Jacke ist auch keine Radhose, es ist eine Wanderjacke, die ich habe, aber die sehr gut Wasser abhält und auch oben am Kopfbereich, deswegen bei so mülligem Wetter trage ich die dann immer. Und nun geht's aus Kiel raus, in den dänischen Wald oder dänischer Wohl heißt das. Richtung Gettorf, dann nach Reseby und dann kommt irgendwann wahrscheinlich der Wind, mit Wind im Rücken dann nach Kappeln, der Anfang bzw. Ende der Schlei, längster Fjord in Deutschland. So, Windschatten, dafür Dreck in die Fresse. Aber der hat ein Schutzblech, aber hilft nicht wirklich. Und so geht es erstmal aus Kiel weiter raus ins ländliche, in den dänischen Wohld. Mittlerweile regnet es natürlich wieder. Und Wind ist auch schon spürbar, jetzt von vorne. Aber so richtig heftig, so richtig aufdrehen wird er erst später. Die Gruppe will ich haben. Ja, und die vordere Gruppe, die wollte ich unbedingt noch erreichen. Mir schien die, dass die Tempo machen wollen. Also erstmal Aufholjagd. Oh, so schön in der Gruppe zu sein. Ranzufahren ist blöde. Das kostet ordentlich Puls und Körner. Das ist jetzt Tüttendorf. Und hier steht das Tüttendorfer Eiglech. Ein riesengroßer Gasbehälter für Biogas. Das ist der größte zurzeit in Deutschland. Ja, da fahren wir gleich am Ortsaufschild vorbei. Also das ist jetzt das weiße Ballonding hier, das ist das Tüttendorfer Eiglech. Größter Biogasspeicher in Deutschland. Zurzeit zumindest. Und man sieht hier schon im Video, wie der Dreck vor den Vorleuten richtig schön hochfliegt. Also ich werde mich richtig einsauen. Das ist alles nachher erdig. Dann geht es nach Eckernförde. Und dann geht es ran an die Schlei. Alle hinter mir. Gettorf. Und ich werde die Feuchtigkeit auch einfach nicht von der Linse wegbekommen. Es ist immer wieder, dass das Ding einfach nass ist und dann diese Bilder erzeugt mit dem leicht verschwommenen.
ließ sich leider nicht ändern. Also durchs Herzen von Gettorf einmal in der Kirche vorbei. Da wartet schon wieder die nächste Dusche, alles dunkelblau. Aber den Wind weiß man nicht, ob die einen erwischt oder ob die schon wieder weg ist, wenn man denn da ist. So, wir sind jetzt kurz vor Eckartsförde. Geht gleich nochmal durch den Wald. Und dann sehen wir die Eckartsförder Bucht. Fahren dann am Strand entlang, Eckartsförde rein. Und hier geht es auch schon nach Resebü, wo es den ersten Stempel gibt. So, da rauschte doch diese schnelle Gruppe vorbei. Und da habe ich natürlich mich gleich rangehängt. Und der Rest aber folgte auch, schloss mit auf. Und so wurden wir eine richtig große Gruppe, werden auch gemeinsam durch Eckernförde fahren. Aber große Gruppen sind immer klasse. Und so ging es für uns durch den Wald, wo der Kletterpark ist in Eckernförde, direkt runter bis zum Südstrand in großer Gruppe. Letzten Anstieg hoch und dann brauchen wir nur noch runterrollen. Das Ganze natürlich im Regen. Jetzt gehst du noch ab, Berg runter bis wir das Wasser sehen. Kurz vor Eckernförde. Oh, die Game Beach. Und da ist sie. Eckernförder Bucht. Mal ganz ohne Brandung. Wir haben ja Westwind, also ablandigen Wind. Da haben wir dann flache See. So, kleiner Stau hier. Und gleich, wenn wir aus Eckernförde rausfahren, da geht's durch so richtig heftigen Regen. Also selten das erlebt, dass es so stark regnet. Da waren wir dann als Gruppe durch. Und dann setzt da auch gleich Wind ein. Also der Wind drückt da einem die ganzen Regenmassen dann förmlich ins Gesicht rein. Eckernförde. Also es sollte eigentlich eine Welle geben, so eine Hula-Hoop-Welle oder wie man die nennt. Nicht so langweilig, Leute. Komm. Stempel machen wir auf der zweiten. So machen wir. Ja. Ach, da kommen noch mehr. So wie beim Triathlon. Den grün. 3, 2, los! Da bin ich erstmal ein bisschen langsamer gefahren, um mal die gesamte Meute vor laufender Kamera vorbeifahren zu lassen.
Also schöne große Gruppenstärke. Und noch wissen wir nicht, was da gleich kommt. Also der Himmel sah nicht so aus, dass es gleich so heftig losregnen wird. Wir brauchen 750 Meter Linie, ne? Passend gegen Vorsichtig. Ja, ich habe ja dieselbe Verzögerung. Na, du hast Aluminium und der hat ja Plastik. Carbon heißt meistens. Was heißt das? Ja, ist Notfall. Also letzte Ampel in Eckernförde, was wir jetzt verlassen werden. Jo, jetzt kommt er. Sturm von vorn und Kuss. Und ihm hat es einen erwischt hier. Hat einmal Deutsch gemacht. Jetzt musste hier den scheiß Wetter im Reifen fliegen. Ja, das war so wirklich ganz plötzlich. Also aus Eckernförde geht so ein Berg hoch und dann fing der Sturm an. Plus so ein heftiger Regen ist ja meistens zu Anfang gleich diese Front, die dann so windstark ist und wo der meiste Regen dann runterkommt. Und der fuhr neben mir, also ich habe es wirklich gehört, wie das Loch da entstand und wie die Luft entwich. Und dann musste er ran und bei diesem katastrophalen Wetter dann da einen Schlauch flicken, viel mehr austauschen. Viel sehen kann man ja nicht durch diese Brille hier. Ja, das beschlug bei mir ständig, sodass ich so ähnlich sah, wie man das jetzt hier in der Kamera sieht. Kurz danach, der heftige Wind ist erstmal weg und der Regen ist noch leicht. Zogen wir Richtung erster Kontrolle. Nichts zu erkennen hier, ey. Aber das dürfte jetzt Recipe sein. Jetzt noch zum Ausgang vom Ort. Zur Tanke. Start war um 8 Uhr, 10:31 Uhr, also 2,5 Stunden für 62 Kilometer. Ja, so sieht's aus, ey. Alles nass. Aber drin ist trocken. Ja, ich war wirklich erstaunt. Also die Klamotten haben mir wirklich den Regen von der Haut gehalten. Das hat gut geklappt. Und man sieht ja auch, ich habe so Abwaschhandschuhe getragen, weil ich habe sonst keine Handschuhe, die irgendwie wasserdicht sind. Und so entschied ich mich, weil ja zu sehen war, dass es den Tag über immer wieder regnen wird, dann halt mit Abwaschhandschuhen zu fahren. Das hat auch gut geklappt. Also ist ja innen drin so ein bisschen so eine Fusselschicht oder so eine Fließschicht drauf, sodass das so den Wind abhielt
und ein bisschen die Kälte und einigermaßen warm war. Was zu essen. Also für so Temperaturen 10 oder 8 Grad, denke ich mal, helfen die wirklich gut. Ich denke mal, wenn es kälter wird, dann helfen die auch nicht mehr gut. Dann ist es einfach zu kalt, dass es dann doch einem die Hände abfriert. Ja, also, das war's für den ersten Teil. Hier mal noch ein paar Bilder von der gesamten Serie, die ich über das Jahr gefahren bin. Ende Teil 1. Schönen Dank fürs Zuschauen.